Dies ist ein Film, der den weltweiten Kampf gegen Doping verändern wird. Weil im Sport manchmal Unerklärliches passiert. Sportler werden positiv getestet, haben aber gar nicht gedopt. Athleten auf sich allein gestellt. Am Pranger. Du bist positiv, beweis mal das Gegenteil. Ganze Mannschaften als Opfer von Dopinganschlägen. The doctor was running around seeing who was affected, who wasn't affected. Ein nie dagewesenes Experiment, das Experten alarmiert. Hiermit haben wir Daten vorliegen, die uns vorher in der Art nicht bekannt waren. There's no way that you can protect yourself from someone who's going to use this methodology. Ist der Sport wirklich gerecht zu all seinen Athleten? Brisbane, Australien. Das IOC will hier die Olympischen Sommerspiele 2032 austragen. Hier spielt die Geschichte einer Frau, deren Sportkarriere eine ungeahnte Wendung nahm. Shayna Jack gehört zu den besten australischen Schwimmerinnen. Holte allein 4 Medaillen bei Weltmeisterschaften. Ihr großes Ziel war immer, es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Doch 2019 brach ihre Welt zusammen. Ein positiver Dopingtest. Die Schwimmsportnation Australien unter Schock. Swimming Australia describes Shayna Jack's positive drug test as embarrassing. Well, Shayna Jack is facing a 4-year suspension from swimming. Shayna Jack's doping scandal has deepened tonight. I wasn't watching the news, but the reason I knew it was out was because someone had gone back through my Instagram and told me to kill myself for being a drug cheat. It's just, it hurt so much having somebody question who I am, and I couldn't take that, and I would be angry with the world. I would be a completely different person that I could not recognize in the mirror anymore. And I didn't want to be here anymore. Ist sie wirklich unschuldig? Jeder Sportbetrüger bestreitet in der Regel, gedopt zu haben. In ihrer Dopingprobe war Ligandrol nachgewiesen worden, ein Mittel für den Muskelaufbau. I had no idea what it was. I had never heard of it before. I don't know where Ligandrol came into contact with me. Aber kaum jemand glaubte ihr. Verhandlung bei der australischen Anti-Doping-Agentur. Das Urteil: 4 Jahre Sperre. I'm not going to stop until I prove my innocence and fight to get myself back in the pool. Shayna Jack begab sich auf den Weg durch die Instanzen. Hatte dazu einen erfahrenen Anwalt konsultiert. Hoffte, so sagt sie, dass ihr geglaubt würde, wenn man sich ihren Fall nur genauer anschaue. Und tatsächlich, Jack bekam Schützenhilfe von Anti-Doping-Experten. Diese lieferten Hinweise, die für die Athletin sprachen. Sie bescheinigten ihr im ersten Verfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, sie habe von der verbotenen Substanz nur eine pharmakologisch irrelevante Dosis aufgenommen. Ihre Werte zeigten keine Langzeitanwendung eines Anabolikums. Aber auch das bedeutet im Sportrecht nicht automatisch Freispruch. Ihre Sperre wurde lediglich auf 2 Jahre reduziert. Doch die Welt-Anti-Doping-Agentur wie auch die australische Anti-Doping-Agentur lehnten die mildere Strafe ab, gingen in Berufung. Der juristische Kampf geht weiter. I don't want other athletes to have to go through what I've been through. One day someone's not going to get through it. And sports integrity and
other organisations in the world are going to have blood on their own hands. Die Sportfunktionäre wollen nach wie vor 4 Jahre Sperre anstatt 2. Jack habe nicht überzeugend dargelegt, dass das Dopingmittel ohne ihr Wissen in den Körper gelangt war. Der Fall Shayna Jack zeigt das ganze Dilemma des Sports, wenn es um Doping, Schuld und Unschuld geht. It's an incredible system where the presumption of guilt applies from the moment that you're informed that you have returned a positive result. From there you have to fight the rules and to clear your name. Dies ist ein anderer Film, als wir ihn in der ARD-Doping-Redaktion sonst machen, wenn wir über Sportbetrug berichten. Dies ist ein Film über Sportler, die womöglich unschuldig sind. Wie bei Shayna Jack gibt es trotz eines Positivbefunds in etlichen Fällen keine Beweise dafür, dass ein Sportler sich mutwillig gedopt hat. Er wird aber trotzdem bestraft. Bei Doping-Verdachtsfällen gilt nämlich im Sport ein klarer Grundsatz. Er lautet: Umkehr der Beweislast. Das Regelwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA besagt, das Vorhandensein einer verbotenen Substanz in der Dopingprobe eines Athleten wird fast ausnahmslos automatisch als Anti-Doping-Regelverstoß betrachtet. Es droht unmittelbar eine Sperre des Sportlers. Im Sportrecht geht es anders zu als im Strafrecht. Im Strafrecht herrscht die Unschuldsvermutung. Es gilt der Angeklagte erst dann als schuldig, wenn ihm zweifelsfrei Vorsatz und Schuld nachgewiesen worden sind. Im Sportrecht nicht. Schon ein positiver Test gilt zunächst als Schuldbeleg. Der betroffene Sportler muss dann überzeugend darlegen, dass sein positiver Test nicht durch willentliches Doping zustande kam. Gelingt ihm das nicht, wird er verurteilt, gesperrt. Auch ohne Beweis der Schuld. Es ist die Umkehr der Beweislast. Dieses Regelwerk ist für nahezu alle Athleten auf der Welt verbindlich. Und die Sportorganisationen sagen, nur durch die Umkehr der Beweislast sei es möglich, Doping effektiv zu bekämpfen. Strict reliability is of course necessary and protects the athletes, of course. This is one of the fundamental principles of anti-doping. The strict liability, from my point of view, is key for an efficient fight against doping. Unsere Recherchen werden in Frage stellen, ob das noch so haltbar ist. Alles fing mit einer E-Mail an, im Jahr 2016. Der Absender schrieb über falsch positive Resultate bei Dopingtests und der Möglichkeit von einem Anschlag auf Unschuldige. Der Mann hinter der E-Mail, ein renommierter deutscher Kriminaltechniker, Helmut Mahler, Sachverständiger in großen Gerichtsverfahren. Ich wollte wissen, was meint er mit falsch positiven Dopingtests und möglichen Anschlägen im Sport? Ich kann mir vorstellen, dass es Personen gibt, die andere Athleten als Feinde betrachten, die Mittel einsetzen, um einen Sportler auszuschalten, indem sie ihn dopingpositiv machen. Auch wenn er nicht gedopt hat. Und das kann man so einfach unbemerkt machen? Ja, also das muss man natürlich mal ausprobieren. Das ist eine Forschungsarbeit, die sich lohnen könnte. Eine Forschungsarbeit. Wie könnte die aussehen? In Köln sind wir verabredet mit Wissenschaftlern am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik. Wir treffen Martin Jübner und sein Team. Ihr Fachgebiet, die Erforschung der Wirksamkeit von Substanzen im Organismus. Die Experten erklären sich bereit, eine Forschungsarbeit anzugehen. Die Frage, ist das Einschleusen von Substanzen in den Körper eines Sportlers wirklich möglich, ohne dass er etwas davon mitbekommt? Das ist ein komplexes Experiment, was es meines Wissens nach in dieser Form auf der Welt noch nicht so gegeben hat. Aus wissenschaftlicher Hinsicht ist hier das besonders Spannende, festzustellen, ob und wenn ja, in welcher Art oder auf welche Weise ein Sportler, der nicht gedopt hat und sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, tatsächlich dann positiv gemacht werden kann hinsichtlich eines Dopingtestes. Dieses Experiment, es wäre quasi die Simulation eines Dopinganschlags. Sabotage, um dem Gegner zu schaden. Der ehemalige Weltklasse-Diskuswerfer Robert Harting sagt uns,
Die Angst davor treibe viele Athleten um. Harting gewann mehr als ein Dutzend Titel, wurde Olympiasieger und Weltmeister. Fast 15 Jahre lang hat er sich mit den Besten der Welt gemessen. Trotz seiner Erfolge, sagt Harting, war die Angst oftmals ein Begleiter. Je älter man und je erfolgreicher die Karriere war, desto schlimmer wurde die Angst, weil man kennt das System ja so ein bisschen. Und wenn man selber kreativ ist, kann man natürlich ganz viele Methoden sich einfallen lassen, wo was passieren könnte, ne? Also die Angst war zum Schluss dann natürlich super hoch, weil man irgendwie das ganze Leben lang für was gekämpft hat und ordentlich gearbeitet hat und dann durch irgendjemanden das alles ruiniert wird. Robert Harting fürchtete etwa, dass ihm jemand Dopingsubstanzen unterschiebt. Denn nicht nur die Anwendung, auch der Besitz verbotener Mittel wird im Sport bestraft. Ja, das ist das Erste, was man eigentlich auch so lernt, immer auf sein Zeug aufzupassen. Auf die Flasche, auf den Rucksack, auf die Schuhe. Und wenn man ein aufstrebender Athlet ist man ja immer in Gruppen irgendwie untergebracht. Und da kann man sich eigentlich nicht so richtig schützen jetzt. Gerade bei Wettkämpfen war er deshalb vorsichtig, sagt er. Besonders im Umgang mit Getränken. Um ihm zu schaden, hätte zum Beispiel jemand unbemerkt seine Trinkflasche öffnen, ihm etwas Verbotenes hineinmischen können. Man hört immer das Knacken. Sobald das Knacken nicht kommt, Flasche weg. Also alles, was offen ist und irgendwie nicht aus einem für einen erklärbar sterilen Umfeld kommt, nimmst du einfach nicht. Dass missgünstige Menschen Athleten eine Dopingfalle stellen können, sagt Harting, habe man im Regelwerk der Sportverbände nicht bedacht. Die umgekehrte Beweislast führte nur dazu, dass man relativ schnell im Sport zu einem Ergebnis kommt und sagt, okay, deine Werte sind faul, da stimmt was nicht, wir müssen dich sperren. Und die betrügen, die kriegt man dann auch so. Ne? Ich sag mal, von 10 Fällen ist das bei 8 völlig legitim. Aber es gibt auch die 2, wo es nicht legitim ist. Und die haben keine finanziellen Ressourcen, keine juristischen Ressourcen, keine technischen Ressourcen. Und diese wirklich schutzlose Situation ist eigentlich das, was man immer wieder im Kopf hat. Die Karriere eines Athleten kann durch einen positiven Dopingtest zerstört werden. Alle im Sport müssen daher auf die Zuverlässigkeit des Anti-Doping-Systems vertrauen können. Doper müssen gesperrt, ehrliche Athleten geschützt werden. Doch was, wenn man gar nicht wissen kann, wer ein Sportbetrüger ist und wer nicht? Wie schnell man als Betrüger dastehen kann, zeigt ein lange rätselhafter Fall. Biel in der Schweiz. Hier lebt ein Mann, der in seinem Sport einen Albtraum erlebte. Simon Getzmann, 29 Jahre alt, spielt in der ersten Schweizer Handballliga. Dass er überhaupt noch seinem Sport nachgehen kann, purer Zufall. Mein Fall zeigt eigentlich, man kann positiv sein, aber nicht oben. Das war sicher ein Jahr, wo ich sportlich gesehen verloren habe. Psychisch war ich sicher lange Zeit ein Wrack und ich weiß, es kann ohne Verschulden sofort zu Ende gehen. Nach einem Meisterschaftsspiel 2014 wird Simon Getzmann positiv getestet. In der A-Probe finden die Dopingfahnder den Wirkstoff Hydrochlorothiazid, ein Entwässerungsmittel, das Doping verschleiern kann, daher im Sport verboten ist. Getzmann beteuert seine Unschuld, sagt, das könne doch alles nicht sein. Und fährt zur Öffnung der B-Probe ins Schweizer Anti-Doping-Labor in Begleitung seines Vaters. Es werde sich schon herausstellen, dass alles nur ein Irrtum ist. Aber Sie haben dort gesagt, dass es das gleiche Resultat ist. Und dann bin ich mit meinem Vater dann von Lausanne nach Hause gefahren und wir wissen einfach, ja, ich bin im Arsch. Also es ist auch positiv und was nun? Und wir haben uns angeguckt und mussten einfach weinen. Und das war speziell. Das war wirklich ja, du bist wortlos, du weißt nicht mehr, was du diskutieren sollst. Weil einfach der Boden ist weg, oder?
Die Familie glaubt an seine Unschuld. Und Freunde unterstützen ihn auf der Suche nach der Ursache für den positiven Test, sagt er. Doch niemand habe eine Erklärung gefunden. Und dann kommt ein Hinweis von der Schweizer Anti-Doping-Agentur. Auf seinem Doping-Kontrollformular habe gestanden, er hätte Schmerzmittel genommen. War damit etwas nicht in Ordnung? In der Packung findet er zu Hause noch eine letzte Tablette, lässt diese von einem Pharmakologen überprüfen. Diese Tablette wird alles ändern. Dann kann ich mich noch gut erinnern, kam ich vom Studium nach Hause, vor dem Training, dann ruft er mich an und ich nehme ab und er sagt, ja, es hat drin. Es hat Rückstände von vom Hydrochlorathiazid, die Substanz, die bei mir nachgewiesen wurde, so als wäre es normal. Und für mich war, ja, also das ist überhaupt nicht normal. Und ich war natürlich überglücklich. Für mich war das eigentlich, sein Telefonat war für mich der Freispruch. Ja, das war schon ultra befreiend. In Getzmanns Schmerztablette waren in der Produktion beim Hersteller versehentlich winzige Spuren des Entwässerungsmittels gelangt. Nach Zulassungsrichtlinien zwar im Toleranzbereich, nach den Dopingbestimmungen für den Sportler aber zu viel. Sein Dopingtest? Positiv. Getzmann ist einer der ganz wenigen Athleten weltweit, deren Unschuld auf diese Art bewiesen werden konnte. Er wurde freigesprochen, seine Sperre aufgehoben. Der Kampf um die Unschuld kam ihm teuer zu stehen. Beim Anti-Doping-Recht ist es eben auch so, wenn man die Unschuld beweisen kann, trägt man die Kosten trotzdem selber. Im Endeffekt habe ich 10.000, 15.000 Euro bezahlt, damit ich weiter Handball spielen kann. Viel Geld gelassen, beinahe das Karriere aus. So schnell kann man ungewollt zum Doper werden. Und womöglich noch auf ganz andere Art. In Köln am Institut für Rechtsmedizin bereiten die Forscher das Experiment vor. Es sollen Dopingmittel eingesetzt werden, niedrig dosiert. Trotzdem kein unbedenkliches Forschungsprojekt. Daher mussten Martin Jübner und sein Team bei der Ethikkommission der Universität einen Antrag stellen. Die hat keine Bedenken, stimmt zu. Es kann also losgehen. Wir unterstützen die Forscher, übernehmen die Suche nach Probanden in der Altersspanne von 18 bis ca. 40 Jahren. Die Jahre, in denen der Körper besonders leistungsfähig ist. Bis im Kölner Raum alle Teilnehmer gefunden sind, vergehen Wochen. Dann ist es soweit. Die Forscher haben 12 Probanden ausgewählt, absichtlich nur Männer. Herzlich willkommen. Danke sehr. Bei ihnen seien im Gegensatz zu Frauen durch den niedrig dosierten Einsatz der Dopingmittel keinerlei Nebenwirkungen zu erwarten. Dieses Experiment soll für die Wissenschaft im Anti-Doping-Kampf wichtige Daten liefern. Dass im Sport wirklich kriminelle Energie stecken kann, lässt der Fall einer Belgierin erahnen, die heute in Paris lebt. Was ihr 2013 widerfahren ist, lässt sie immer noch nicht los. Charline van Snick kämpft seit einem Jahrzehnt in der Judo-Weltspitze. War Dritte bei den Olympischen Spielen. Aber dann bei der WM 2013. Ihr Dopingtest positiv. Auf Kokain. Sie verliert ihre Bronzemedaille. Ich bin mir 100%ig sicher, dass es ein Sabotageakt war. Ich habe in meinem Leben noch nie gedopt. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Kokain genommen. Doch für einen Dopinganschlag gab es keine Beweise. Sie wurde suspendiert. Ich hatte das Gefühl, dass meine ganze Welt um mich herum auseinanderfällt. Ich fiel in eine Depression und bekam auch körperliche Probleme. Ich musste aus meiner Wohnung ausziehen, ich musste mein Auto abgeben und verlor Sponsorenverträge. Charline van Snick blieb dabei. Sie sei Opfer eines Sabotageakts. Und dann, so erzählt sie, wurde etwas gefunden, was dafür spricht. Ich hatte meine kleine Dose mit isotonischem Pulver.
Die Isotone mische ich immer mit Wasser, um sie während des Wettkampfs trinken zu können. Bei einer Analyse zeigte es sich dann, in dieser Dose, darin fand man Spuren von Kokain. Im Verfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass bekam sie Recht. Wurde freigesprochen. Das Gericht stellte im Urteil sogar klar, Sabotage durch einen böswilligen Dritten sei das wahrscheinlichste Szenario. Wer könnte ihr demnach Kokain ins Pulver gemischt haben? Sie stellte Anzeige gegen Unbekannt und machte sich Gedanken, sagt sie, wer ihr womöglich hatte schaden wollen. Ich überlegte, wer persönlich so sauer auf mich war, dass er meine Karriere zerstören wollte. Und da gab es nur einen Menschen. Der Verdacht fiel auf meinen ehemaligen Trainer. Ich wollte mich von ihm vor der WM trennen und das lief mit dem Verband und mit ihm sehr konfliktreich ab. Ich konnte beweisen, dass ich bedroht worden war, dass es eine Beschwerde und ein internes Verfahren wegen Mobbings gab. Die Vorwürfe hat der Trainer bestritten. Juristisch vorgegangen ist er gegen van Snick nicht. Ein Gerichtsverfahren gegen ihn wurde mangels Indizien für seine Tatbeteiligung eingestellt. Charlene van Snick sagt, sie sei jetzt im Trainingsalltag aufmerksamer. Die Geschehnisse von damals haben bis heute Konsequenzen für sie. Die WM-Bronzemedaille von 2013 hat sie aufgrund der Regeln des Internationalen Judo-Verbandes trotz ihres Freispruchs nie zurückbekommen. Ein anderer Fall zeigt, es kann im Sport noch viel heimtückischer zugehen. Baku, Aserbaidschan. 2008 findet hier ein Hockey-Qualifikationsturnier der Frauen für die Olympischen Spiele in Peking statt. Favorit ist Spanien. Über das, was damals passiert ist, will bis heute kaum jemand öffentlich sprechen. 2 der Spielerinnen brechen jetzt ihr Schweigen. Eine der beiden ist inzwischen nach Melbourne in Australien ausgewandert. Maria Romagosa weiß noch, dass das Turnier für den Gastgeber Aserbaidschan eine immens hohe Bedeutung hatte. Azerbaijan, they were trying to grow as one of the European Asiatic countries, and to get people into the Olympics is a sign of prosperity as well. Ihre ehemalige Mitspielerin Silvia Bonastre lebt heute in der Nähe von Barcelona. Sie erinnert sich noch an merkwürdige nächtliche Störungen während des Turniers. Frühmorgens bekamen wir auf dem Hotelzimmer immer wieder Anrufe von Unbekannten und gleich in mehreren Zimmern. Irgendwann haben wir dann einfach die Telefone ausgestöpselt. Wenn man so provoziert wird, dann bekommt man es wirklich mit der Angst zu tun. Es geschah in diesem Hotel in Baku, in dem die Spanierinnen während des Turniers untergebracht waren. Dort sollte noch viel mehr passieren. Einen Abend haben die Spielerinnen besonders im Gedächtnis behalten. Ich erinnere mich an das Restaurant im Hotel. Wir waren dort unten. Es ist ein Abend mitten im Turnier. Die Spanierinnen haben schon mehrere Spiele gewonnen, sind auf dem besten Wege, sich für Olympia zu qualifizieren. Die Stimmung ist ausgelassen. Noch. We had dinner as normal. Everyone was there having a good chat, as we always do. We ordered the same. They serve us the food, and then we just ate the same. Ich erinnere mich genau daran, dass ich Erbsen gegessen habe. And then suddenly one player just fell sick and then lay down in one of the benches of the restaurant. And then more people start feeling sick. Jeder fühlte sehr seltsame Dinge in seinem Körper. Mit anderen Worten, mein Körper übernahm das Kommando und mein Kopf konnte nicht mehr denken. Nicht nur die Spielerinnen waren betroffen. Auch andere aus der spanischen Delegation, wie der 77 Jahre alte Präsident des Verbandes.
Ihm war bereits schwindelig geworden und er konnte nicht mehr vom Tisch aufstehen. Er konnte noch nicht mal ein paar Schritte machen, um zum Aufzug oder aufs Zimmer zu gehen. And it was just a chaos, completely chaos. Denn das, was sie anscheinend beim Abendessen aufgenommen hatten, hatte noch ganz andere Effekte. We had players going up and down the stairs all the time. Me surgió como la necesidad de tener que moverme. Yo y una compañera justo estábamos con esa energía y nos fuimos por todas las plantas del hotel y corriendo para arriba, para abajo. Some people was laughing and having the best time of their life. And then some people was like my best friend, like laying in bed. I don't know what's happening to me. I'm gonna die. That's what she was saying. Die Spielerinnen sind angeschlagen, aber richten sich wieder auf. Sie besiegen Aserbaidschan im Finale und glauben, sich für Olympia qualifiziert zu haben. Nach dem Abpfiff bewerfen Zuschauer die Spanierinnen mit Plastikflaschen. Kurze Zeit später stehen Dopingtests an. Nach dem Finalsieg gegen Aserbaidschan, genauso wie schon vorher während des Turniers, ein Routinevorgang. Ausgewählte Spielerinnen müssen Proben abgeben. Bei 2 Spanierinnen wird sich in den Analysen zeigen, im Urin ist MDMA, der Wirkstoff aus der Partydroge Ecstasy. Die Dopingtests positiv. Die Regeln besagen damals, haben 2 oder mehr Spielerinnen einen Dopingverstoß begangen, droht dem gesamten Team die Disqualifikation. Bedeutet, Spanien verliert seinen Startplatz bei Olympia, wird ersetzt durch Aserbaidschan. That's the worst scenario to prepare an Olympics. You take 4 years, you qualified on the pitch. This is a shock because we know something was wrong. We know something was wrong with the wrong motives. We work a lot to go to Olympics. And see it, losing it like this, or almost losing it for this, is just unbelievable. Hatte es etwas mit den Vorkommnissen rund um das Abendessen im Hotel zu tun? Wochen später ließ der spanische Verband Haarproben aller Personen, die auffällige Symptome gezeigt hatten, analysieren. Das Ergebnis: 11 von 14 Proben positiv auf MDMA, auch die des Verbandspräsidenten und seiner Ehefrau. Die Experten sahen klare Hinweise auf eine Kontamination bei dem Abendessen im Hotel. Es sprach vieles für einen Dopinganschlag. Der internationale Hockeyverband FIH tagte zu dem Fall. In der Anhörung kam noch mehr heraus. Die Ecstasy-Konzentration in einer Urinprobe, die angeblich von einer der beiden Spielerinnen stammte, war unvorstellbar hoch. Niemand im Raum konnte sich erklären, wie in einer Urinprobe eine dermaßen große Ecstasy-Menge hätte sein können. Es gab ein Video, das die Spielerin völlig normal auf dem Platz zeigte, ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Aber die Menge an Ecstasy, die im Urin analysiert wurde, die war dermaßen hoch, es wäre unmöglich gewesen, mit dieser Menge zu spielen. Die Spielerin hätte nicht mal aufrecht stehen können. Es sah nach einer im Nachhinein manipulierten Urinprobe aus, um sie positiv zu machen. In Nottingham, England, treffen wir einen, der damals mit das Urteil in diesem Fall sprach. Martin Gotheridge war Mitglied der juristischen Kommission des Weltverbandes FIH. But we came to the conclusion that it was an attack on the integrity of the dope testing process. And I believe it was an attack that somebody was using to try to pervert the result of that match and the qualification for the Olympic tournament. Der Hockey-Weltverband sprach die beiden Spielerinnen frei. Spanien durfte an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen. Von aserbaidschanischer Seite wurden alle Vorwürfe in ihre Richtung zurückgewiesen. Der Weltverband unternahm nichts. Weder Maria Romagosa noch Silvia Bonastre werden die Geschehnisse von damals je vergessen.
Lohnt es sich, das Leben anderer Menschen oder sogar das eigene zu riskieren, indem man Substanzen nimmt? Oder wie in diesem Fall jemanden verabreicht, nur um sich für irgendwas zu qualifizieren? I think it's a lot of this that we don't know. That's the scary part. If it happens once to us, it can happen again. Positive Dopingtests. Sie führen in der Regel zu Sportgerichtsverfahren und zu Sperren. Allein von 2014 bis 2018 gab es weltweit 7.536 registrierte Dopingverstöße aufgrund von positiven Tests. Was, wenn auch nur ein Bruchteil der Athleten Opfer von Irrtümern oder Manipulationen war, die Betroffenen ihre Unschuld aber nicht beweisen konnten? Der Kriminaltechniker Helmut Mahler beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie gelangt eine Substanz ungewollt in den Körper? Er hat eine Theorie, wie das womöglich ganz einfach bei einem Sportler funktionieren würde, wenn man Böses im Schilde führt. Indem ich ihm solche Substanzen, die er sonst nicht aufzunehmen willens ist, weil ich nicht an sein Essen komme, über die Haut appliziere. Der Kriminaltechniker glaubt, man könne einem anderen über die Haut mithilfe eines Trägerstoffes Dopingsubstanzen verabreichen, die normalerweise über die Haut nicht aufgenommen werden können. Und das für die Person unbemerkt. Hier nachgestellt. Ist es wirklich so einfach? Das ist spekulativ. Aber wie soll ein Sportler, der jetzt in diesem Fall ein Opfer wäre, wenn ihm ein solches Mittel angetan wird, denn seine Unschuld beweisen? Er weiß ja noch nicht mal, wann das geschehen ist. Er kennt die Zeit des Ereignisses nicht, er kennt die Art der Applikation nicht. Würde so etwas also jederzeit passieren können? Einfach so über eine Berührung, wie sie im Sport alltäglich ist? In Köln am Institut sollen die Dopingmittel den Probanden auch über die Haut verabreicht werden. Die Forscher entscheiden sich für 4 Mittel aus der Substanzklasse der Anabolika. Muskelaufbaupräparate, hochwirksam, üblicherweise in Tablettenform oder gespritzt von Sportbetrügern benutzt. Anabolika machen fast die Hälfte aller positiven Tests weltweit aus. Dazu mischen die Wissenschaftler einen Trägerstoff, der die Aufnahme über die Haut einfacher machen kann. Eine Schleppersubstanz, wie sie tonnenweise in der chemischen Industrie hergestellt wird. Die Wissenschaftler werden bei einigen Probanden ein Dopingmittel zum Einsatz bringen, bei anderen dieses Mittel mit 3 weiteren zusammen verwenden. Für die spätere Nachweisbarkeit spielt es bei allen 4 keine Rolle, ob sie einzeln oder zusammen verabreicht werden. Von italienischen Forschern konnte für eines der Mittel als medizinischer Bestandteil einer Salbe die Möglichkeit einer Übertragung über die Haut nachgewiesen werden. Das Kölner Experiment wird weit darüber hinausgehen. Die Dosierungen der Dopingmittel sind sehr niedrig gehalten, sodass keine Gefahr für die Gesundheit der Probanden besteht. Details zu den genauen Mitteln und Mengen wollen wir hier nicht öffentlich machen. Das Experiment beginnt. So, dann einmal den rechten Arm frei machen, bitte. Ein kleiner Klecks des Dopinggemischs wird den 12 Probanden jeweils aufgetragen. Wahlweise auf Arm, Handinnenseite, Handaußenseite und Nacken. Deshalb so wenig, um eine flüchtige Berührung, auch nur ein kurzes Vorüberstreifen zu simulieren. Das war's schon, danke. Nach einer Stunde müssen alle Probanden Urinproben abgeben. Nach 6 Stunden erneut. Die heute abgegebenen Proben werden im Institut für Rechtsmedizin gelagert. Bei minus 18 Grad.
Heute beginnend und an den folgenden 14 Tagen müssen sich alle Probanden akribisch an das Versuchsprotokoll halten. Sie müssen ab jetzt für spätere Dopinganalysen jeden Tag zu Hause Urin abgeben. Dafür bekommen sie Sammelgefäße mit. Die Auswertung der Urinproben könnte für den Kampf gegen Doping bahnbrechende Erkenntnisse bringen. Eine Urinprobe, die eine Kontamination mit einem Dopingmittel belegte, wurde auch einem der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Sportler zum Verhängnis. Das geht doch! Baumann gewinnt! Baumann wird Olympiasieger! Dieter Baumann, Olympiasieger 1992 über 5000 Meter. Eine der in den 90er Jahren lautesten Stimmen in Deutschland im Kampf gegen Doping. Aber kurz vor der Jahrtausendwende war ausgerechnet bei ihm ein Dopingtest positiv. Auf Norandrosteron, Abbauprodukt eines Anabolikums. Ich habe nichts genommen, aber ich habe eine positive Probe und es spricht gegen mich und ich muss jetzt in irgendeiner Form etwas tun, damit dieses Beweis entkräftet wird. Baumann und seine Verteidigung erklärten, der positive Test müsse andere Gründe haben. Dopingfahnder wurden hinzugezogen, suchten nach möglichen Ursachen. Es stellte sich heraus, in 2 Zahnpastatuben von Baumann waren Spuren der verbotenen Substanz. Er musste demnach beim Zähneputzen über das Zahnfleisch das Dopingmittel aufgenommen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft wurden aktiv. Es hieß, nur ein Fachmann mit Spezialkenntnissen hätte die Substanz in die Zahnpastatuben einbringen können. Nicht jeder glaubte daran. Dass ein solches Anschlagsszenario aber durchaus Realität sein konnte, belegen Akten der DDR-Staatssicherheit. Die Geheimdienstler verwendeten etwa für Giftattacken Cremes. Substanzen, die geruchlos waren, achteten auf die Dosis. Und ganz konkret ist von Z-Tube, also Zahnpastatube, die Rede, die man für solche Attacken einsetzte. Trotz aller entlastenden Fakten und Indizien, Baumann wurde letztlich international gesperrt. Sprechen will er über all das jetzt nicht mehr. Für den inzwischen pensionierten Kriminalhauptkommissar Karl Josef Milles aus Tübingen ist es einer der spektakulärsten Fälle seiner Karriere. Milles ist auch heute noch davon überzeugt, es war ein Dopingsabotageakt über die Mundschleimhaut. Dass Sportfunktionäre Baumann trotzdem sperrten, für den damaligen Ermittler unverständlich. Ich war traurig drüber, und zwar deshalb, weil, sagen wir, nach unseren Ermittlungen er Opfer eines raffiniert angelegten Anschlags geworden ist und dass diese gesamten Überlegungen der Staatsanwaltschaft, die letztendlich auch in einem Bericht niedergeschrieben worden sind und auch den Sportfunktionären zur Verfügung gestellt worden sind, dass die nirgends Eingang gefunden haben. Im Grunde genommen hat es keine Rolle gespielt bei denen, die über seine Karriere zu befinden hatten. Der Fall Baumann. Wenn die Übertragung von Substanzen schon damals über die Mundschleimhaut funktioniert haben soll, geht es dann auch über die normale Haut? Mit Berührungen, wie sie immer wieder passieren? In Köln beginnen die entscheidenden Wochen des Experiments. Die gesammelten Proben der Testpersonen müssen jetzt untersucht werden. Dafür ziehen die Forscher der Rechtsmedizin das Kölner Doping-Kontrolllabor hinzu. Es gehört zu den renommiertesten und erfahrensten weltweit. Hier sehen sie es nicht nur als ihre Aufgabe, Betrüger herauszufischen. Unser Anliegen ist es, die Daten zu liefern, die erforderlich sind, um zu differenzieren, wer hat sich was zu Schulden kommen lassen und wer nicht. Das heißt, dass jemand, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, auch nicht beschuldigt und angeklagt und auch nicht verurteilt wird. Bei der Untersuchung der Proben gehen die Forscher gemäß den Teststandards der Welt-Anti-Doping-Agentur vor. Sie führen diese Erstanalysen genauso wie bei offiziellen Dopingkontrollen von Sportlern durch. Bis alle Analysen vorgenommen und ausgewertet sind, vergehen Wochen.
Lange haben wir uns gefragt, ist es richtig, solch ein Experiment durchzuführen und öffentlich zu machen? Kann es dem Sport, der Dopingbekämpfung schaden? Womöglich würden potenzielle Nachahmer erst auf Ideen gebracht werden. Tatsächliche Betrüger könnten sich versuchen, rauszureden, Anwälte mobilisieren, um sich reinzuwaschen. Aber mögliche Opfer müssen besser geschützt werden. Wenn Gefahren bestehen, haben Athleten ein Recht, es zu wissen. Der Sport selbst müsste dann Antworten darauf finden, wie er damit umgeht. Mehr als 4 Jahre nach dem ersten Hinweis liegen nun die Ergebnisse vor. Studienleiter Martin Jübner will die Forschungsarbeit in einem Fachjournal publizieren lassen. Reichen kurze Berührungen, um einen unschuldigen Sportler zum Doper zu machen? Tatsächlich hat das Experiment an allen Körperstellen funktioniert. Und besonders erstaunlich war, dass kleinste Mengen, wie ein ganz kleiner Tropfen, ausgereicht haben, um diesen Effekt zu erzielen. Bei allen 12 Probanden ergeben die Erstauswertungen der Urinproben massiven Dopingverdacht. Mit bloßem Auge nicht erkennbar, von uns mit unsichtbarer Farbe und mit Hilfe von ultraviolettem Licht nachgestellt. Am Arm, an der Handaußen und der Handinnenseite sowie am Nacken. Überall wurden nach der Auftragung auf der Haut Dopingsubstanzen im Urin nachgewiesen. Um es besser sichtbar zu machen, haben wir hier im UV-Licht viel Farbstoff aufgetragen. Im Experiment wurde deutlich weniger vom Dopinggemisch verabreicht, nur geringe Mengen. Deutlich weniger Mengen, als man üblicherweise einsetzen würde, um sich die Hände einzucremen, was den Zweck einer verdeckten Verabreichung natürlich einfacher macht. Ein unbemerkter Dopinganschlag also möglich. Auch im Kölner Dopingkontrolllabor zeigt man sich von den Ergebnissen überrascht. Das Interessanteste an den Ergebnissen dieser Studie war die vergleichsweise lange Nachweisbarkeit der Anabolika, die über die Haut appliziert wurden. Lange Nachweisbarkeit. Das heißt, einige Probanden hatten am Tag der Verabreichung bereits nach 1 Stunde Dopingspuren im Urin. Noch mehr nach 6 Stunden. Und bei allen 12 Probanden waren Dopingsubstanzen immer wieder innerhalb von 14 Tagen nachweisbar. Bei einem sogar am 15. Tag. Heißt, das Risiko in diesem Zeitraum bei offiziellen Dopingkontrollen positiv getestet zu werden, extrem hoch. Weil ein kleiner Tropfen große Wirkung hatte. Fürs menschliche Auge kaum zu erkennen, hier unter der Mikroskopkamera. Und in der Animation veranschaulicht. Die Trägersubstanz mit dem darin enthaltenen Dopingmittel durchdringt die oberen Hautschichten, funktioniert wie ein Taxi für das Dopingmittel auf dem Weg in den Organismus. Dort verteilt sich das Anabolikum. Und die Dopingfahnder hätten vermutlich noch ein weiteres Problem. Aufgrund der Tatsache, dass die Trägersubstanz wahrscheinlich viel kürzer nachweisbar ist als der anabole Wirkstoff, der mitverabreicht wurde, kann man bei einem positiven Befund nicht unbedingt nachweisen oder annehmen, dass es also über die Haut verabreicht wurde. Das heißt, man würde nur das Anabolikum finden, aber nicht die Trägersubstanz? Man würde im Zweifelsfall nur das anabole Steroid im menschlichen Organismus vorfinden. Dopingfahnder nehmen es grundsätzlich sehr genau, so auch hier. Sie führten Analysen durch, die den Nachweis aller 4 verabreichten Substanzen einzeln in jeder Urinprobe ermöglichen. Im Verlauf des gut 2 Wochen andauernden Experiments wurde in den Urinproben der 12 Testpersonen insgesamt 222 Mal eine der 4 Substanzen nachgewiesen. Das bedeutet, bei offiziellen Dopingkontrollen nach den Standards der Welt-Anti-Doping-Agentur hätte es 222 Befunde gegeben, die in aller Regel bei Sportlern einen positiven Dopingtest ergeben hätten. Wenn die Proben, die wir jetzt analysiert haben, von Athleten gestammt hätten, dann hätten wir Verdachtsmomente gehabt, denen wir nachgegangen wären und hätten mit großer Wahrscheinlichkeit in zahlreichen der genommenen Proben einen positiven Befund erheben müssen. Dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln, was entsprechend auch sanktioniert worden wäre. Also der Sportler würde in der Falle sitzen? Der Sportler würde auf jeden Fall bestraft werden, möglicherweise bis zu 4 Jahre.
Doping-Experten gehen davon aus, dass auch andere verbotene Mittel mit diesem oder ähnlichen Trägerstoffen die gleiche Wirkung erzielen würden. Und sie sagen, wenn eine Person für einen Anschlag das Dopinggemisch an den Händen trägt, könnte sie sich selbst eine gewisse Zeit absichern. Sie müsste nur vorher eine Schutzcreme auftragen. So könnte die Person jemand anderen kontaminieren, ohne selbst unter Dopingverdacht zu geraten. In London, Ontario in Kanada sind wir nach Auswertung des Experiments mit dem erfolgreichsten Dopingermittler der Welt verabredet. Richard McLaren, der unter anderem das russische Staatsdoping aufgeklärt hat, ist Insider des Weltsports. Hat als Richter am Internationalen Sportgerichtshof Kass Urteile in zahlreichen Dopingverfahren mitgesprochen. Wir präsentieren ihm die detaillierten Ergebnisse des Experiments. The scientific evidence looks compelling in terms of the outcome with a positive result. And there's really no way that you can protect yourself from someone who's going to use this methodology. If you're the person who's got the anti-doping rule violation hanging over your head, your idea of fairness might be quite different than the doping control organization that tested it. I think the system is perhaps more loaded against the athlete, but the entire system would fall apart if you had to put the burden on the doping authority rather than on the athlete. Ist das ein ausreichender Grund, dass sich Athleten diesem Anti-Doping-System unterordnen müssen? Wir organisieren eine Videokonferenz. Dazu haben wir kurz vor Ausstrahlung dieses Films deutsche Spitzenathleten eingeladen. Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Sportler sehen zunächst, wie das Experiment abgelaufen ist und welche Ergebnisse es gebracht hat. Uns interessieren ihre Reaktionen. Ich bin richtig emotional, dass es so einfach ist. Das kann dir überall passieren und das ist unfassbar und untergräbt das komplette Dopingsystem. Ich muss sagen, mir stehen echt die Tränen in den Augen. Es macht große Angst. Absolut. Also, wenn du nicht mal mehr jemanden mehr die Hand schütteln kannst oder eine Umarmung geben kannst, oder man ist ja in so viel Kontakt auch mit seinen Konkurrenten. Wo ich 2014 Olympiasieger geworden bin, ich weiß nicht, wie viele Leute mir die Hände geschüttelt haben. Und danach habe ich eine Dopingkontrolle gehabt, 3 Stunden später. Also da wäre ich auf jeden Fall positiv gewesen, wenn es einer hätte versuchen wollen. Schockierend, vor allem wie das in Zukunft weitergeht und jetzt auch die anstehenden Spiele. So. Da zeigt der Beitrag jetzt, dass es wahrscheinlich viel mehr von diesen falsch positiven Fällen gibt, als bekannt ist, was beängstigt. Das Experiment hat bewiesen, dass ich mich sofort hinter Anschlag verstecken kann und dass jeder aktive Betrüger sagen kann, ihr habt doch das Experiment gesehen, es ist doch ganz, ganz leicht, ich bin jetzt eigentlich hier das Opfer. Ohne jetzt zu apokalyptisch zu klingen, ist es ja schon für mich erstmal die Frage, ob das vielleicht auch ein Stück weit das Ende des professionellen Sports irgendwie sein könnte. Ich glaube aber, dass es vor allem die Athletinnen und Athleten auch sein werden, die da jetzt dranbleiben müssen. Nicht nur wir, nicht nur deutsche Athleten, sondern auch weltweit. Ich fand es extrem spannend, wie sozusagen das Sportsystem und auch das im Sport verankerte Sportrecht mit Menschenrechten kollidieren können. Ich glaube, das wird eine weltweite Debatte erzeugen. Verstößt das Anti-Doping-System gegen die Menschenrechte? In Straßburg am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind das Anti-Doping-Regelwerk des Sports sowie Rechte und Pflichten von Athleten immer wieder kontrovers diskutiert worden. Bisher haben die Straßburger Richter das System des Sports anerkannt, so auch sie. Angelika Nussberger, bis 2019 am Gericht und Vizepräsidentin. Mit dem Blick auf die Ergebnisse des Experiments sagt die Verfassungsrechtlerin nun, ein Sportler könne dann nicht mehr auf der alleinigen Grundlage eines positiven Dopingtests bestraft werden.
Denn er habe keine Chance zu beweisen, unwissentlich geschädigt worden zu sein. Wenn es so extrem ist, dass es quasi nicht merkbar ist und als Sabotageakt möglich ist, dann würde das bedeuten, dass eine Menschenrechtsverletzung mit der Sanktion vorliegen würde. Man hat nicht die kleinste Chance, den Gegenbeweis zu führen, denn kein Mensch kann sich erinnern, wer einen irgendwie kurz beim Vorübergehen gestreift hat. Heißt das, der internationale Sport müsste sich für die Dopingbeweisführung im Regelwerk ein neues System suchen? Der Sport müsste sich dann ein neues System suchen. Das müsste er in der Tat. Die Folge wäre, dass dann die entsprechenden Regelungen geändert werden müssen und dann müsste man diese Beweislastsituation anpassen für den Sportler, damit er überhaupt eine Chance hat, hier einer Beschuldigung zu entgehen. Alle internationalen Sportorganisationen schwören auf das seit Jahrzehnten geltende Anti-Doping-Regelwerk. Braucht es aber nun neue Methoden und Strategien im Kampf gegen Doping? Oder wollen die Funktionäre einfach so weitermachen? Strict reliability is of course necessary and protects the athletes, of course. This is one of the fundamental principles of anti-doping. The strict liability, from my point of view, is key for an efficient fight against doping. Doch werden so im Sport womöglich manchmal die Falschen geschnappt und nicht die wirklichen Betrüger? Dieser Film hat gezeigt, längst nicht jeder, der unter Dopingverdacht steht, ist automatisch schuldig.